Ja, wenn man jetzt 10 Jahre zurückblickt, dann ist es für mich persönlich auch sehr gut in Erinnerung, dass wir vor 10 Jahren an der Kirche in Alt-Künkendorf standen, als die Ernennung zum Welterbe-Teilgebiet erfolgte. Und an diesen doch feierlichen, aber auch irgendwie sehr spontan organisierten Moment. Für die Buchenwälder insgesamt im Biosphärenreservat und in Deutschland und auch europäisch war das ein ganz wichtiger Schritt. Mit der Einrichtung, Anerkennung des Weltnaturerbes hat es diesen Kristallisationspunkt gegeben. Wir haben zusammen mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin mehrere Veranstaltungen durchgeführt. Und dabei hatten die Veranstaltungen ganz verschiedene Formate und sprachen auch ganz verschiedene Zielgruppen an. Los ging es mit einem Ehrenamtsfest im Juni. Das, was hier passiert durch die ehrenamtlichen Helfer, ist natürlich Arbeit und Vergnügen. Ein Vergnügen, anderen Menschen helfen zu können, anderen Menschen begrüßen zu können. 2011 war die Ernennung zum Weltnaturerbe und 2013 im Mai wurde ja der Infopunkt erst eröffnet. Wir sind 27, 28 Leute, die sich da ehrenamtlich engagieren. Ne? Dann haben wir eine Walderlebnistour mit Tanzperformance zusammen mit 2 israelischen Künstlern und regionalen Künstlern durchgeführt. Die Besucher konnten auf einer Wanderung nicht nur den Wald erleben, sondern auch Tanz erleben. Am intensivsten, am berührendsten und am emotionalsten fand ich dann wirklich die Jubiläumsveranstaltung in der Dorfkirche mit dem Minister, sozusagen mit den Persönlichkeiten, aber auch den Alt-Künkendorfern zusammen. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich aber Frau Landrätin Dörk. Ich möchte begrüßen Herrn Professor Dr. Knapp. Ich möchte begrüßen Herrn Bever. Nicht Frederik Bever, der mit mir gemeinsam begrüßt, sondern Herrn Hans-Jürgen Bever. Was hat sich denn eigentlich seit der Anerkennung für das Gebiet geändert? Ja, also das wurde, glaube ich, schon gesagt, dass noch vor ungefähr 15 Jahren der Grumsin ein Geheimtipp war, den kannte keiner. Und was sich natürlich am stärksten geändert hat, ist, dass der Grumsin bekannt geworden ist. Wir haben so viel Stickstoff in der Luft, dass leider die Vegetation, die Herr Knapf gerade auch dargestellt hatte, im Prinzip so verändert wird, dass wir eigentlich diese Lebensräume immer mehr verlieren. Das Welterbe und Welterbe für Wälder ist ein sehr wirksames Instrument gegen globale Waldzerstörung und zum wirksamen Schutz für Wälder. Wir haben einen Fotowettbewerb ausgelobt. Da ging es darum, dass sich Hobbyfotografen mit dem Buchenwald, aber auch mit der ganzen Region zum Thema Naturfotografie auseinandersetzen und ganz unterschiedliche Dinge vor die Linse holen. Für seinen großen ehrenamtlichen Einsatz, für seine Verdienste um Alt-Künkendorf, um das Weltnaturerbe und die Dorfkirche habe ich die unwahrscheinlich große Ehre, im Namen des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland das Bundesverdienstkreuz Hans-Jürgen Bever zu verleihen.
Ein paar Tage nach dem Symposium fand ein Aktionstag in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin statt. Es wurden ganz viele verschiedene geführte Wanderungen angeboten mit Experten der Biosphäre, mit Natur- und Landschaftsführern. Yeah, I would like to give a short introduction into the Biosphere Reserve. The Biosphere Reserve is rather big. It's 1,300 square kilometers, 1.5 of the federal state of Berlin. Gomsin Forest is a terminal moraine of the last glaciation. It's the only site within the World Heritage which has this mixture, this mosaic of wetlands and beech forest. Im Oktober ging es dann für 26 Ehrenamtliche in den Kellerwald. Wir haben eine Tour organisiert, in der es darum ging, auch mal über den Tellerrand hinwegzuschauen und ein anderes Weltnaturerbe-Teilgebiet kennenzulernen. War eben ein Höhepunkt, dass wir mal als Ehrenamtliche so in der ganzen Gruppe, wie wir alle sind, haben wir uns ja selten so zusammen. 5-stündige Wanderung gemacht, wir haben uns da einige Sachen angesehen. Auch diese Veranstaltung im Nationalparkzentrum. Für mich war eine wirklich sehr besondere Erfahrung, dass wir Besuch bekommen haben aus Kroatien, aus dem Nationalpark Paklenica. Und zwar haben sich eine Gruppe von Jugendlichen entschieden, hierher zu kommen und mit einer anderen Jugendgruppe gemeinsam hier einen Austausch zu gestalten. Und zwar zum Thema Weltnaturerbe, Buchenwälder, alte Buchenwälder. In unserem Projekt Beach Power, da geht es ja darum, es steckt ja schon im Namen, Empowering World Heritage Communities. Wir arbeiten mit Kommunen zusammen, die in der Nachbarschaft von Weltnaturerbe-Teilgebieten liegen. Und die wollen wir quasi instand setzen, die Tatsache, dass sie eine Weltnaturerbe-Buchen-Kommune sind, zu leben. Und dazu gehört unserer Ansicht nach auch ein Austausch von jungen Menschen, den man ermöglicht, den man moderiert. Open your mind, open your eyes, your ears. To smell the forest. Für uns als Stadt ist es einfach ein wichtiger Auftrag, das Weltnaturerbe-Teilgebiet Buchenwald-Gomsin erlebbar zu machen. Und wir setzen schon viele Jahre viel Energie in diesen Buchenwald, unter anderem mit dem Interreg-Projekt Beach Power. Dort sind wir Partner seit 2019. Es ist ein internationales Projekt. Jetzt könnt ihr die verschiedenen Richtungen sehen und natürlich da drüben. Das ist also der Beginn von Gomsin. Für mich ist die Bildungsarbeit, die UNESCO-Richtlinien vorschreiben, der eigentliche Sinn von UNESCO-Weltnaturerbestätten. Das Grundanliegen ist, dass die Menschheit nicht die natürliche Grundlage des Lebens auf dieser Erde vernichtet. Wir haben hier einen Schatz vor der Haustür und der soll einfach und muss einfach stetig kommuniziert werden. Wir reden über Klimawandel und dafür müssen wir uns alle dessen bewusst sein, dass auch der Wald vor der eigenen Haustür ein Beitrag dazu ist und den zu schützen. Also ich würde mir wünschen, dass auch die Bevölkerung in den umliegenden Dörfern sich damit anfreundet, dass sie dieses herausragende Gebiet vor der Haustür haben. Ich glaube, dass wenn wir den Fokus auf die Möglichkeiten legen und Menschen auch erleben, dass die Region etwas davon hat, dass das sich alles so einpendelt, dass man sagt, das Welterbe ist da, es ist eine Herausforderung und es ist schön, dass es bei uns ist.